Renault meldet nun offiziell, dass man eine Elektroversion des legendären R5 Turbo für 2025 plant. Den R5 Turbo 3e. Und ich bitte euch, wie heftig sieht der denn aus? Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Schnell wie ein Sportwagen, teuer wie eine Luxuslimousine und der Turbomotor mit 160 PS bei 980 Kilogramm Gewicht brachten das Fahrzeug schnell in die Kurve und auch wieder raus. Der R5 Turbo war eine Berühmtheit der 80er Jahre. Nun lässt Renault ihn wieder auferstehen und zwar elektrisch. Als Studie wurde der R5 Turbo 3e auf dem Pariser Automobilsalon 2022 vorgestellt, damals noch mit überdimensionalem Heckflügel. Der wurde offenbar gestrichen, wie die neuen Bilder zeigen. Der Renault 5 Turbo 3e soll eine moderne Variante des Renault 5 Turbo und Turbo 2 werden. Die Farben entsprechen historischen Vorbildern. Zwar ist die kantige Grundform des neuen Renault 5 E-Tech gerade noch zu erkennen, doch mit dem niedlichen Serienauto hat der Turbo 3e nichts mehr zu tun. Extra breite Schürzen und XXL-Kotflügelverbreiterungen lassen sogar die Sportversion Alpine A290 langweilig wirken. Schätzungsweise wächst die Reinkarnation einen halben Meter in die Breite und sieht so aus, als könne sie ohne Umschweife direkt in der einstigen IMSA-Rennserie an den Start gehen. Das Heck ist nicht weniger beeindruckend und wird vom gigantischen weiß abgesetzten Diffusor dominiert. Darüber befindet sich eine doppelte Abrisskante. Die spektakulären Lufteinlässe vor den großen 20 Zoll Hinterrädern sind nicht nur eine gelungene Hommage an das Original, sondern beherbergen sogar den Ladeanschluss. Vom Interieur hat man bisher leider aber noch nichts gesehen. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und den Elektronauten, zusätzlich noch das Space Nebula Design, das Comic Design und das erstmal einen Reinladen Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Anders als der normale Renault 5 E-Tech Electric und wie das historische Vorbild hat der R5 Turbo 3e zudem Hinterradantrieb. An der hinteren Achse arbeiten sogar zwei Elektromotoren, die in den Hinterrädern integriert sind, also wohl Radnabenmotoren. Sie sollen über 500 PS Systemleistung liefern, also rund 370 kW. Damit soll der Renault 5 Turbo 3e in nur 3,5 Sekunden von 0 auf 100 sprinten. Bei Preis und Startdatum hält sich Renault noch mit Informationen zurück. Insider meinen aber, der R5 Turbo 3e könnte schon 2025 starten. Das damalige Modell war 6-mal teurer als das Basismodell, ein so krasser Preisaufschlag ist diesmal aber unwahrscheinlich. Also ich finde zumindest schon mal die Optik absolut brachial, mal sehen wie viel davon dann tatsächlich in die Serie kommt. Wobei andere Marken und auch Renault selbst, zum Beispiel beim normalen R5, haben die Studien ja schon öfter weitgehend übernommen. Aber was haltet ihr vom R5 Turbo 3e? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Auch alle Songs in all meinen Videos sind von mir selbst produziert und die findet ihr ebenfalls in der Beschreibungsbox. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!